Welch ein Paradox. Wenn es draußen dunkel wird, greift man noch viel lieber zum Flüssiglicht, das aber leider nur dazu beiträgt, dass die Lichter vollends ausgehen. Dann ist es zwar besonders dunkel, aber man merkt es halt nicht so. Das hat auch etwas mit der Region zu tun, in der man lebt. Schon in relativ geringer Entfernung fällt mir das auf, wenn ich beispielsweise schlappe 500 Kilometer weiter nördlich Verwandte besuche. In der dunklen Jahreszeit gibt es dort schon eine ganze Stunde weniger Tageslicht. Es gibt für den Umgang mit Alkohol in nördlichen Regionen sogar einen eigenen Begriff. Nördliches Trinken heißt er. Gemeint ist damit das Muster selteneren, aber dafür intensiveren Alkoholkonsums. Das steht im Gegensatz zu Gebräuchen in südlicheren europäischen Ländern wie Frankreich, Italien oder Spanien, wo der Alkoholkonsum oft regelmäßiger, aber in geringeren Mengen und häufiger in Verbindung mit Mahlzeiten stattfindet. Generell zeigen Studien, dass nordische Länder höhere Raten von Binge-Drinking, krass ausgedrückt Komasaufen und alkoholbedingten Gesundheitsproblemen aufweisen, obwohl sich die Konsummuster des Trinkens in Nord und Süd in den letzten Jahrzehnten angenähert haben. Im heutigen Video soll es aber weniger um den Schnaps selbst als solchen, denn um den Lichtmangel gehen, der diesen so verführerisch wirken lässt. Lassen Sie uns mal schauen, was man da machen kann, um die dunkle Jahreszeit auch ohne schädliche Hilfsmittel gut überstehen zu können. Eine Studie aus dem Jahr 2018, die Daten aus 36 europäischen Ländern analysierte, fand heraus, dass die nordischen Länder tendenziell höhere Raten von Binge-Drinking aufwiesen. Zum Beispiel berichteten in Finnland 36% der Männer und 19% der Frauen von wöchentlichem Binge-Drinking, während in Italien die Zahlen bei 12% bzw. 3% lagen. Nun spielen natürlich viele Faktoren beim Alkoholkonsum eine Rolle, zum Beispiel gesellschaftliche Zwänge. Ich erinnere mich noch ungern, wie wir Wohngemeinschaftsbewohner auswürfelten, wer die aktuelle Miete in bar zu überbringen hätte. Das sagt nicht wirklich etwas über die Vermieter aus, die außergewöhnlich nette Leute waren, vielmehr über unsere gesellschaftlichen Gewohnheiten, in denen zum Beispiel Geschäftsabschlüsse mit einem Schnaps besiegelt werden müssen. So wurde auch unsere Mietzahlung quasi alkoholisch besiegelt. Eine freundliche Geste, der ich nur dadurch entgehen konnte, zu behaupten, Alkoholiker zu sein. Da hatte man natürlich Verständnis, dass ich nichts trinken wollte und schraubte den anscheinend gut gemeinten Druck nicht so hoch wie bei meinen Mitbewohnern. Ob der Wunsch, sich alkoholisch zu betätigen, nun aber von außen an einen herangetragen wird oder innerlich entsteht, vorteilhaft ist er in keinem Falle. Beide Faktoren vermischen sich in ihrer Wirkung auch, sodass es am Ende bis heute keine Untersuchung gibt, die einen kausalen Zusammenhang zwischen Lichtmangel und Alkoholkonsum nachweisen konnte. Zwar drängt sich dieser Eindruck auf, die unterschiedliche Empfänglichkeit für Licht spielt aber genauso eine Rolle. In den Sommermonaten reicht für Menschen mit sehr heller Haut oft eine Sonneneinstrahlung von etwa 10 bis 30 Minuten auf Gesicht, Hände und Arme 2- bis 3-mal pro Woche aus, um den Vitamin-D-Bedarf zu decken. Dunkelhäutigere Menschen müssen sich längere Zeit dem Sonnenlicht aussetzen, um denselben Effekt zu erzielen. In vielen Regionen, insbesondere oberhalb des 35. Breitengrades, zu denen Deutschland und ein Großteil Europas gehören,
reicht der Anteil des Lichts der Sonne, der unsere Außenhaut erreichen muss, in den Wintermonaten, genauer in der Regel von Oktober bis März, für die Vitamin-D-Synthese nicht aus. In dieser Zeit greift der Körper auf seine Reserven zurück, die er in den sonnigeren Monaten abgespeichert hat. Wenn es ganz konkret um die Aufnahme von UV-Licht geht, ist Johanniskraut ein bewährtes Mittel, das als Tee oder in Kapselform eingenommen wird. Es wird vor allem bei Lichtmangel in der dunklen Jahreszeit, aber auch bei milden Depressionen empfohlen, und beides scheint ja ein wenig miteinander zu tun zu haben, auch wenn es wie gesagt keine konkreten diesbezüglichen Untersuchungen gibt. Vorsicht ist angesagt in den Sommermonaten, da die Lichtempfindlichkeit der Haut so verstärkt werden kann, dass besonders hellhäutige Menschen schneller mit Sonnenbränden zu tun bekommen. Generell sollte man aber sowieso vorsichtig sein mit der Selbstmedikation. Für viele Alkoholiker ist das Trinken auch nichts anderes als ein Mittel, den inneren Schmerz zu lindern. Und die Folgen einer dauerhaften Schmerzmittelaufnahme, egal ob flüssig oder in Pillenform, sind einfach nicht ohne. Da sollte es doch bessere Lösungen geben. Und nur, dass etwas überall frei verkäuflich ist, sagt das noch nichts darüber aus, dass es auch wirklich gut tut. Was aber kann man nun tun, wenn das innere Licht nicht so richtig scheinen mag? Gemeint ist jetzt nicht UV-Licht, sondern eher die Lebensenergie, Chi oder Prana oder wie immer Sie nennen mögen. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Lichtenergie von außen zuführen und die Lichtquelle im Inneren wieder aktivieren. Bei beidem können die Blütenessenzen helfen, die ich Ihnen heute vorstellen möchte. Zunächst einmal die bereits erwartete, nämlich das Johanniskraut. Ja, Johanniskraut wirkt durch sein Kraut auf der materiellen Ebene und durch seine Energie auf der immateriellen. Licht bessert die Stimmung und gemeint ist natürliches Licht. Zu meinen diesbezüglich deprimierendsten persönlichen Lichterfahrungen gehören die aus meiner Zeit als Nachtwache im Krankenhaus. Überall dieses Neonlicht, bei dem man sich nach einer Weile wie ein Gespenst in einer Parallelwelt vorkommt. Alles erscheint so unwirklich. Ja, man weiß, es ist Neon und es ist besser, als sich im Dunkeln durch die Gänge und Zimmer tasten zu müssen. Aber es ermüdet und erschöpft auch. Weshalb man bei mir zu Hause solches Licht vergeblich suchen wird. Stattdessen habe ich sogar sämtliche normalen Lichtquellen durch sogenannte Tageslichtlampen ersetzt. Das war es mir einfach wert, auch wenn diese Lampen ein lächerliches Geld kosten. Johanniskrauttee und Extrakt verbessern die Aufnahme von UV-Licht, aber das funktioniert naturgemäß als energetisches Mittel nicht. Jedoch erhöhen diese die innere Bereitschaft zur Lichtaufnahme. Licht wirkt nicht nur stimmungsaufhellend, sondern macht auch mutig. Wer kann sich nicht an die grausamen Anordnungen der eigenen Mutter erinnern, die einen als Kind in den dunklen Keller schickte, um irgendetwas hochzuholen? Und wie schrecklich das war. Ein lichtdurchfluteter Keller voller Fenster hätte bei weitem nicht dieselbe einschüchternde Wirkung auf uns gehabt. Womit wir das erste Stichwort der Johanniskrautessenz angesprochen hätten. Genau wie das Licht selbst macht Johanniskraut Mut. Die Essenz knipst das Licht in unserer Seele an, nicht mehr im Dunkeln stehen zu müssen. Sie hilft dabei, sich keine finsteren und missmutigen Gedanken über all das machen zu müssen,
was wohl passieren könnte bei all den Gangstern und Gespenstern, die dort auf einen lauern. Wie sollte man von jemandem auch optimistisch in die Zukunft blickende Gedanken erwarten können, der da gar nicht sehen kann? Vorausschauend denken und handeln zu können, erfordert halt, überhaupt schauen zu können. Genetisch sind wir ja auf Vorsicht programmiert. Lieber 1000-mal zur Seite springen, als ein einziges Mal einen allzu neugierigen Blick auf die sich annähernde Klapperschlange zu werfen. Also lieber erstmal Licht anschalten, als sich für unbesiegbar halten, weil man nicht erkennen kann, ob der Angreifer größer oder stärker ist als man selbst. Oder umgekehrt, lieber Licht anschalten, als sich in einer Ecke zu verkriechen, weil man das Kätzchen für einen Löwen hält. Doch natürlich ist Vorsicht in keinem Fall eine schlechte Lösung. Wussten Sie eigentlich, dass der Name des Johanniskrautes von Johannes dem Täufer abgeleitet wurde, der allerdings für seine frechen Reden mit dem Leben bezahlen musste? Was das für unsere Essenz bedeutet? Johanniskraut macht furchtlos und unbekümmert, verleiht einem zuweilen auch den nötigen Schuss Dreistigkeit, den es braucht, um sich durchsetzen zu können. Charme und Humor, ebenfalls Bestandteile dieser Wirkung der Essenz, mildern die Folgen dieser Frechheit ein wenig ab. Auf der Ebene der Akupunktur eignet sich die Essenz zur Steigerung der Energie auf dem Gouverneurs- und dem Gallenblasenmeridian, falls Sie mit der Akupunktur vertraut sein sollten. Sie stärkt die Feinfühligen und macht sie ein wenig unempfindlicher gegen Feindseligkeit und Angriffe von außen sowie finstere Gedanken, die einem im Kopf herumkreisen könnten. Die zweite Blüte ist die Forsythie. Mit der Erleuchtung ist das ja so eine Sache. Der eine müht sich jahrzehntelang, ohne den Durchbruch zu schaffen. Der andere müht sich überhaupt nicht, sondern wacht eines Tages erleuchtet auf. Tja, das Leben ist nicht fair. Und dennoch heißt das nicht, dass man nichts tun kann, weil man der Würfelei des Schicksals weder entgehen noch es beeinflussen könnte. Man kann ihm schon einen kleinen Wink geben. Jahrzehntelanges Meditieren kann auf gar keinen Fall schaden. Nur, wenn man sich festbeißt an dem, was man für Erleuchtung hält, dann klappt es meistens nicht. Denn die kommt zu denen, denen sie egal ist, die sich ihr öffnen, ohne sie zu erzwingen zu versuchen, die sie einladen, aber nicht verärgert reagieren, wenn sie die Einladung ausschlägt. Doch das ist ja nur ein Aspekt des seelischen Lichts, der Zugang zur inneren Weisheit. Ansonsten wirkt die Forsythie ganz ähnlich dem Johanniskraut, das uns die Dinge um uns herum im klaren Licht erkennen und somit deren Gefährlichkeit bzw. Harmlosigkeit richtig einschätzen lässt. Nur beleuchtet sie nicht die Außen-, sondern die Innenwelt, unsere Forsythie. Klarheit im Innern bedeutet realistische Selbsteinschätzung, genau wie das Entzücken, seinen inneren Wert erkennen zu dürfen. Forsythie ermöglicht es, sich seiner spirituellen Natur zu öffnen und bringt Freude und ein Gefühl der Freiheit in dieser Erkenntnis mit sich. Die Essenz der Forsythie hilft uns, alte, überholte Ideen und Konzepte loszuwerden, an die wir uns so gewöhnt haben, dass wir ihnen erlauben, noch immer unserer Entwicklung im Wege zu stehen. Daneben ermutigt sie, sich einer Realität zu öffnen, der sich unsere logische linke Gehirnhälfte möglicherweise stetig widersetzt hat. Das Leben ist nicht fair, sagte ich ja schon, aber logisch ist es auch nicht. Wie sonst sollte man sich in jemanden verlieben, der einem schadet?
Und wie befreiend kann es sein, das zu erkennen und die richtigen Konsequenzen daraus zu ziehen. Geht natürlich schlecht, wenn man im Dunkeln tappt. Johanniskraut und Forsythie erleuchten das Außen und das Innen und ermöglichen uns so die Freiheit der Entscheidung und natürlich die Lebensfreude auch in den Monaten erleben zu dürfen, in denen die Sonne ein wenig schwächelt. Zum Beispiel jetzt im Januar.